Hallo ihr Lieben, kennt ihr Pastinaken oder liegen sie bei euch eher unbeachtet im Supermarktregal? Ich finde, Pastinake ist eines der am meist unterschätzten Gemüsen überhaupt. Und ganz ehrlich, der Geschmack kann sich je nach Zubereitung komplett verändern. Heute zeige ich euch meine liebste Variante, eine super cremige Pastinakensuppe, voller Geschmack, einfach gemacht und perfekt für alle, die cremige Suppen lieben. Der entscheidende Unterschied, ich röste die Gemüse und genau das macht diese Suppe so besonders. Also lasst uns direkt loslegen. Für diese cremige Pastinakensuppe brauchst du ganz wenige Zutaten. Also du brauchst 400 Gramm Pastinaken, 300 Gramm Kartoffeln. Ich nehme am liebsten mehlig kochende Kartoffeln. Dann brauchst du zum Würzen Salz, etwas getrockneten Thymian und Olivenöl. Und für die Cremigkeit habe ich noch Kokosmilch, aber du könntest auch Sahne anstatt nehmen. Oder wenn du gar kein Sahne oder Kokosmilch dazu geben möchtest, dann einfach etwas mehr Brühe dazu geben. Und dann habe ich noch 500 Milliliter Brühe vorbereitet, aber da auch achten, je nach Cremigkeit, wie cremig oder wie flüssig du die Suppe magst, dann einfach anpassen. Und das war's schon. Also, es sind wirklich weniger Zutaten. Und jetzt als erstes den Backofen auf 180 Grad Umluft vorheizen. Und in dieser Zeit die Gemüse vorbereiten, also die Pastinaken und Kartoffeln schälen und klein würfeln. Und dann gebe ich die Gemüse in eine große Schüssel. Und dazu gebe ich auch einen Esslöffel Olivenöl, ungefähr einen Teelöffel Salz und auch ungefähr einen Teelöffel getrockneten Thymian. Dann das Ganze kurz vermischen und ich habe schon hier ein Backblech mit Backpapier belegt und die Gemüse einfach auf dem Backblech verteilen. Am besten legst du die Gemüse so auf dem Backblech, dass sie möglichst flach liegen. So haben die eine größere Oberfläche für die Röstaromen und dann die Gemüse ins Backofen geben. Und jetzt in der Zeit, wo das Gemüse röstet, werde ich noch etwas Leckeres, Knuspriges für die Suppe vorbereiten. Immer wenn ich zu viel Brot kaufe, mag ich Teil von diesem Brot in Stücke schneiden und direkt einfrieren. Und jetzt in Weihnachtszeit haben wir auf einer lokalen Weihnachtsmarkt einen richtig leckeren Roggenbrot gekauft und Teil davon habe ich eingefroren und den habe ich gestern rausgeholt und aus diesem Brot mache ich noch knusprige Croutons für die Suppe. Das geht super einfach und das kann man auch direkt mit den Gemüsen zubereiten. Also erst das Brot in kleine Würfel schneiden. Das gewürfelte Brot in die Schüssel geben. Und dazu etwa einen Esslöffel Olivenöl und Salz nach Geschmack. Ich gebe ganz bisschen dazu. Und du könntest jetzt auch etwas Thymian oder auch Rosmarin oder Oregano dazugeben. Ich gebe jetzt nichts dazu, weil dieses Brot hat schon Gewürze, also er ist mit Kümmel gemacht, deswegen gebe ich nichts dazu, aber du könntest auch noch Gewürze dazu geben und dann gut vermischen. Die Brotwürfel verteile ich auf ein Backblech und jetzt ab ins Backofen. Und die Croutons mit dem Gemüse im Ofen knusprig backen lassen. So wird nichts verschwendet und die Suppe bekommt ein richtig schönes, knuspriges Topping. Die Gemüse haben schon eine richtig schöne Bräune. Also jetzt mache ich den Backofen aus
und hole die Gemüse raus. Und die Croutons, die sehen auch schon richtig gut aus, aber die können noch etwas länger bleiben, dann werden die richtig knusprig. Der Backofen ist jetzt aus. Ich werde die nur noch kurz im Backofen lassen. Die geröstete Gemüse in einen Mixer geben. Dann gibst du auch Kokosmilch dazu und zum Schluss noch die Gemüsebrühe. Und jetzt werde ich das Ganze schön cremig pürieren. Natürlich, wenn du keinen Mixer hast, kannst du das auch mit einem Stabmixer machen. Und dann einfach auf die Konsistenz achten. Wenn es etwas zu dickflüssig nach deinem Geschmack ist, dann einfach etwas mehr Brühe dazu geben. Dann einmal kurz prüfen, wie die Konsistenz ist. Also so, dass es richtig cremig ist und so, wie du es magst. Und dann einmal abschmecken und wenn nötig noch nachsalzen oder Gewürze dazugeben. Die fertige Suppe gebe ich noch in einen Topf. Den Topf stelle ich auf dem Herd und werde die Suppe noch zum Kochen bringen. Dann kann man sie auch schon direkt servieren. Serviert wird die Suppe schön warm mit den knusprigen Croutons. Cremig, voll im Geschmack und einfach gemacht. Mit einfachen und wenigen Zutaten, aber so aromatisch und richtig lecker. Ein echtes Comfort-Food für die kalten Tage. Wenn du Pastinake noch nie probiert hast, dann ist diese Suppe ein guter Wahl. Und ich bin mir sicher, dass es dir auch schmecken wird. Also trau mir zu, probier es aus und lass mich in den Kommentaren wissen, wie es dir geschmeckt hat. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.